Hallo liebe Freunde und willkommen zu Arnold Techs. Ich weiß, es ist eine Weile, seitdem ich das letzte Video gepostet habe, aber jetzt will ich wieder aktiv starten und eine neue Serie beginnen. Beginnen mit dem Thema Hypervisor. Hypervisor gibt es schon ziemlich lange, länger als du dir das wahrscheinlich gedacht hast. Schon 1960 hat IBM damit herumexperimentiert auf ihren Großrechnern, um Ressourcen einfach effektiver nutzen zu können auf ihren irrsinnig teuren Großrechnern. 1972 gab es dann das erste kommerzielle Produkt mit der VM370 von IBM und für uns Normalsterbliche wurde es erst Anfang 2000er Jahre interessant. Da kam der ASIC-Server von VMware auf den Markt. 2007 kam dann halt die schlankere ASIC-Variante und ab da gab es kein Aufhalten mehr. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum Hypervisor, was ist daran interessant, was ist der Begriff überhaupt und warum sollte das für mich interessant sein? Naja, das Thema ist dies, Server und PC-Hardware wurde immer leistungsfähiger und es wäre schade drum, all diese Leistung auf einem Server bzw. auf einem Windows, Linux oder was auch immer man darauf installiert, auf diese physische Hardware zu verschwenden. Zum anderen benötigen Server irrsinnig viel Strom und man kann sich denken, wenn man da im Rechenzentrum pro Windows-Server und manche Firmen haben da jetzt über 100 Server und wenn man da 100 physische Server am Laufen hat, dass das sehr, sehr viel Strom kostet und das ist einfach nicht zielführend und man kann diese Ressourcen einfach besser verwenden, indem man virtuelle Server installiert und das ist das Thema hinter Hypervisor. Es ermöglicht auf physischer Server-Hardware virtuelle Maschinen aufzusetzen. Das heißt, auf einem physischen Server könnt ihr obendrauf mehrere virtuelle Server betreiben, je nachdem, was die Hardware zulässt. Dieses Thema ist natürlich höchst spannend und auch für uns im Home-Bereich interessant, weil immer mehr Anwender zu Hause Server für diverse Tätigkeiten installieren und verwenden, zum Beispiel Haussteuerung, Automatisierung, Heizungssteuerung, PV-Anlage. Da hat man diverse Server und Funktionalitäten, die man aufsetzen kann und Rollen, die ich auch aufknüpfen werde in meinen zukünftigen Anleitungsvideos. Aber heute geht es um Hypervisor und in dem Sinne möchte ich euch Proxmox vorstellen. Proxmox ist eine Open-Source Hypervisor-Lösung, die es schon seit einigen Jahren auf dem Markt gibt, die ziemlich ausgereift ist, die auch im Enterprise-Bereich immer mehr Fuß fasst, die einfach eine rundherum gute Lösung ist, die man auch zu Hause kostenlos verwenden kann. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Proxmox zu Hause installieren könnt, wie ihr es konfigurieren könnt und wie ihr die ersten VMs oder Container installiert. So, bevor wir uns an die Installation stürzen, möchte ich noch ein paar Wörter zum Thema Hardware verlieren. Und im Grunde geht es darum, eine Hardware auszusuchen, die relativ stromsparend ist und euren Einsatzzweck vollkommen erfüllt. Es hängt also alles davon ab, was ihr damit vorhabt, wie viele VMs ihr betreiben wollt und welche Auslastung ihr erwartet. Ich kann euch aber ein paar Guidelines geben. Wenn ich jetzt mir einen Mini-PC kaufen würde für mein Home-Lab, für meine Home-Server, würde ich nach einem Mini-PC suchen, der halbwegs aktuellen Core i5 oder i7 Generation. Ich würde mir einen PC ohne Betriebssystem aussuchen und wenn es ein PC ist aus dem gebrauchten Markt, würde ich auch auf eine Festplatte verzichten, weil ihr wisst nie, wie viel diese Festplatte schon hinter sich gebracht hat, wie lange sie noch laufen wird. Also bei der SSD oder M2, je nachdem, was da jetzt reingehört, würde ich nicht sparen, ich würde eine neue kaufen. Beim Thema RAM hängt es davon ab, wie viele VMs ihr aufsetzen wollt, weil jede davon verlangt nach ein bisschen Arbeitsspeicher, mindestens 2 GB. Das Betriebssystem, also Proxmox, benötigt auch Arbeitsspeicher. Hier würde ich mindestens 16 GB nehmen. Also rundherum vielleicht eines der aktuellen ThinkCenter-Modelle, Mini-PCs aus dem Refurbished-Markt mit einem halbwegs aktuellen Core i-Prozessor mit so Pi mal Daumen mindestens 16 GB Arbeitsspeicher. Eine neue Festplatte mit mindestens 512 GB und das Betriebssystem benötigt hier nicht, da könnt ihr sparen, weil wir werden da jetzt Proxmox installieren. Neben ThinkCenter PCs von Lenovo gibt es auch Äquivalente von HP. Eigentlich egal welche Marke ihr wählt, solange die Komponenten drinnen für euch in Ordnung gehen bzw. euren Einsatzzweck erfüllen. Okay Leute, genug gequatscht, jetzt wird es Zeit, dass wir mit der Anleitung endlich beginnen. Ich habe hier eine VM vorbereitet, auf der ich arbeiten werde, um euch das alles zu zeigen. Im ersten Schritt werden wir Proxmox herunterladen. Da braucht ihr nur in dem Suchfenster von eurem Browser Proxmox Download eingeben. Das erste Resultat ist das richtige und hier einfach die ISO herunterladen. Die aktuelle Version ist 9.1. Das einfach herunterladen, das habe ich bereits erledigt.
Dann brauchen wir Rufus oder eine andere Software, mit der wir einen USB-Stick erstellen können. Ich mag Rufus, also werde ich es mal jetzt öffnen. Ich habe es schon heruntergeladen. So, ein USB-Stick ist bereits eingesteckt. Jetzt wähle ich meine ISO-Datei, klicke auf Öffnen. Das passt und drücke Start, um das ISO zu erstellen. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist fertig und schon könnt ihr den USB-Stick verwenden auf eurem zukünftigen Proxmox-Server. Aber bevor wir mit dem Bootvorgang starten, müssen wir noch ein paar Sachen im BIOS aufpassen, beziehungsweise checken, ob sie passen, so wie es sind. Weil ich hier in einer virtuellen Umgebung arbeite, werde ich euch das in einem Emulator zeigen. Einmal für Intel-CPUs und einmal AMD-CPUs. Grundsätzlich unterstützt Proxmox, ich glaube seit der Version 8.1, Secure Boot und UEFI. Aber es könnte schon zickig sein, weswegen ihr im Home Lab wahrscheinlich davon kommen könnt, wenn ihr auf Legacy umstellt. Ihr könnt gerne auch mit UEFI und Secure Boot testen. Ich hatte da gemischte Resultate. So, wir sind hier jetzt auf einem Emulator von einem BIOS. Die ähneln sich meistens immer sehr und die Eigenschaften sind nur geringfügig anders vom Hersteller zu Hersteller. Wie ihr ins BIOS kommt, da müsst ihr ein paar Tasten durchprobieren, also ein paar von den F-Tasten. F2 ist es manchmal F8, manchmal F9, 10, 11. Müsst ihr euch mal durchprobieren oder einfach googeln für euren Hersteller und dann beim Bootvorgang die Taste drücken, um ins BIOS zu gelangen. Und wenn ihr mal da seid, haben wir hier ein paar Einstellungen. Unter CPU Setup bei Intel auf jeden Fall Intel Virtualization Technology auf Enabled setzen. Das ist dazu da, dass wir die virtuellen Maschinen korrekt betreiben können. Und VT-D auch aktivieren. Dann unter Security, da ist wahrscheinlich Secure Boot zu finden. Also da auf Disabled setzen, wenn es geht, beziehungsweise da auf Disabled setzen. Wenn ihr Legacy Boot verwenden wollt und wenn ihr UEFI Boot verwenden wollt, könnt ihr es auch aktivieren zum Testen, um zu schauen, ob es funktioniert. Dann unter Startup Primary Boot Sequence. Hier im Emulator kann ich da nichts wählen, aber hier sicherstellen, dass ihr USB-Stick als Primary Boot Device wählt. Und hier kann man manchmal, wenn man das Device wählt, zwischen UEFI und Legacy wählen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Save Changes and Exit und könnt schon von eurem USB-Stick booten. So, jetzt mache ich mal das Ganze auch für AMD-CPUs auf. Und da unter CPU-Setup bei AMD heißt die ganze Geschichte AMD Secure Virtual Machine. Das bitte aktivieren. Da steht es auch an der Seite AMD Virtualization Technology, a set of unique on-chip, bla bla bla, damit ihr halt eben Virtualization Technology verwenden könnt auf dem Gerät. Und ähnlich wie bei der Intel CPU, auch da Secure Boot entweder deaktivieren oder aktiviert lassen und UEFI verwenden und schauen, ob sie funktioniert. Und unter Startup auch hier als Primary Boot Device derweil USB-Stick wählen. Und wenn ihr fertig seid, geht ihr auf Save Changes and Exit. Das wäre das Setup im BIOS. Jetzt könnt ihr den USB-Stick anstecken und das System booten. Und jetzt fangen wir auch an mit der Installation. Und hier werden wir mit dem Installer von Proxmox begrüßt und die erste Option können wir dann wählen zum Starten. Also wenn ihr euer USB-Stick korrekt vorbereitet habt und die BIOS-Einstellungen korrekt durchgeführt habt, wird der USB-Stick auch erkannt und der Installer startet. Wenn nicht, werdet ihr das dann auch gleich sehen, weil der Bootvorgang dann nicht funktioniert. Da müsst ihr dann nochmal eventuell in den BIOS-Einstellungen kontrollieren, ob da alles korrekt eingestellt wurde. So, einmal die Lizenzeinstellungen akzeptieren. Jetzt kann man die Target-Festplatte wählen. Ich habe hier in meiner virtuellen Umgebung nur eine Festplatte, aber falls euer Gerät mehrere Festplatten zur Verfügung hat, könnt ihr hier eine der zur Verfügung stehenden Festplatten wählen und auch die Partitionierung durchführen, falls ihr den gesamten Speicher verwenden wollt, und ihr könnt auch das Filesystem wählen. Ich lasse es einfach mal auf Default. Machen wir Next. Ich muss immer so ein bisschen zur Seite schauen, weil das Mikrofon stört mich ein bisschen. So, Country AT, oder geht das AT? Europe Vienna, German. Next. Okay, please select country, also muss ich doch Austria wählen. Liebe Freunde, ich befinde mich in Österreich, falls ihr es bis jetzt noch nicht gewusst habt. Okay, next. Jetzt müssen wir ein Passwort wählen. Sollte ein sicheres sein. Mit Großbuchstaben, Zahlen, Zeichen. Jetzt eure E-Mail-Adresse. Ihr müsst euch übrigens nirgendwo registrieren oder ähnliches. Eine E-Mail-Adresse einfach eingeben für Benachrichtigungen und weiter. Jetzt können wir Hostnamen angeben, das ist auch wichtig. Proxmox.arna
vertex.local. Ich verwende einfach die Domäne local. Die IP-Adresse wird hier automatisch von eurem DHCP bezogen, wird aber dann statisch festgelegt. Das heißt, diese IP-Adresse bleibt bei diesem Host, es sei denn, ihr ändert das natürlich später, aber es empfiehlt sich dann auf eurem Router entweder diese IP-Adresse zu reservieren oder eine IP-Adresse zu wählen, die nicht vom DHCP automatisch vergeben wird. Manchmal hat man die Möglichkeit, auf dem Router Bereiche zu definieren, dynamisch vergeben werden und einen kleinen Bereich lässt man sich über für statische Geräte, sprich Drucker, Access Points, smarte Steckdosen, Server, für die man halt statische IP-Adressen benötigt, die sich nicht ändern sollten. Und in diesem Bereich weiß ich, dass die nicht dynamisch vergeben werden und dass es dazu keiner Kollision kommt, wenn ich die jetzt statisch eintrage und der Router die dann für ein anderes Gerät vergibt. Dann gibt es Probleme im Netzwerk. Gut, genug gequatscht zur IP-Adresse. Also der Host wird jetzt hier die 10.10.13.131 haben. Diese IP-Adresse müssen wir uns dann merken. Über die werden wir uns dann auf den Host verbinden. Später werden wir dann einen DNS-Namen konfigurieren in der nächsten Anleitung. Kleiner Spoiler. Hier sehen wir nochmal eine Übersicht, was wir da jetzt alles konfiguriert haben. Und jetzt drücken wir auf Install. Dauert jetzt ein paar Minuten oder Momente, je nachdem, was für eine Hardware ihr verwendet. So, die Installation ist jetzt fertig durchgelaufen. Wir können jetzt einen finalen Reboot machen. Ich werde jetzt mal das Installationsmedium rauswerfen und das ist die ganze Installation. Hat jetzt insgesamt, glaube ich, nicht mehr als 5 Minuten gedauert. Wir werden jetzt mit der Anmeldemaske begrüßt und da steht auch schon die IP-Adresse, die vergeben wurde, die 10.10.13.131 und der Port 8006. Das ist die Adresse, die wir in unserem Browser eingeben müssen, um uns mit Proxmox zu verbinden und das werden wir dann jetzt mal machen. 10.10.13.131, Port 8006. Das ist jetzt in Ordnung derweil. Wir haben jetzt ein selbstsigniertes Zertifikat, deswegen kommt diese Warnung. Aber das ist komplett okay, wenn ihr das ignoriert. So, das ist dann die Anmeldemaske. Benutzername ist immer root. Es sei denn, ihr habt was anderes konfiguriert dann später. Und euer Passwort, das ihr während der Installation vergeben habt. Ihr könnt hier auch nochmal die Sprache ändern. Ich lasse es derweil, nehmen wir Deutsch. Sonst verwende ich immer Englisch. Okay, ich muss jetzt nochmal die Anmeldedaten eingeben. Mal sehen, ob ich mit Deutsch zurechtkomme. So, das ist jetzt auch das einzige Nachteil von der kostenlosen Version. Ihr werdet immer von diesem Banner begrüßt, der irrsinnig störend ist, aber ihr könnt ihn mit OK wegklicken und das war's dann auch. So, das ist dann euer Rechenzentrum, euer Proxmox Server und da gibt es einige Einstellungen, die ich euch empfehlen würde durchzuführen. Zum einen sind das die Updates. Da gehen wir hier auf den Updates-Reiter und Repositories und nehmen die Enterprise Repositories heraus. Weil da könnt ihr keine Updates ohne aktive Subscription herunterladen, aber das ist okay, es gibt kostenlose auch. So, hinzufügen. Ja, wir haben keine Lizenz. So, dann nehmen wir die Zeph Squid No Subscription einmal rein. Und die No Subscription Repository. Es ist vollkommen okay. Wir bekommen auch Updates. Es sind angeblich keine produktionsready Updates, aber ihr seid sicher und auf der sicheren Seite. Das wird millionenfach, okay, vielleicht nicht millionenfach, obwohl ich weiß es nicht. Es wird sehr viel so verwendet und es ist jetzt noch nie irgendetwas passiert oder ich habe noch nie gehört, dass da jetzt irgendein Problem aufgetreten wäre mit der Sicherheit, vor allem im Home-Bereich. Gut, haben wir die Updates konfiguriert. Jetzt können wir die erste VM aufsetzen. Das möchte ich euch auch jetzt zeigen. Ich werde eine Ubuntu VM deployen. Und dazu muss ich zuerst ein ISO-Image hochladen, damit wir es verwenden können. Also ich nehme den Local Storage, hier unter ISO-Images, gehe ich auf Hochladen. Jetzt kann ich die Datei bei mir lokal aussuchen. Die habe ich jetzt hier unter Downloads, Ubuntu. Genau, und hochladen. Das dauert jetzt einen Moment, bis es bei euch auf dem Speicher hochgeladen ist und dann kann es auch schon verwendet werden für das Installieren von VMs. Grundsätzlich ähnelt sich die ganze Geschichte zu VMware und Hyper-V mit den Eigenschaften und Optionen. Also ihr habt hier auch die Möglichkeit, Snapshots zu erstellen. Bei Hyper-V sind das die Checkpoints. Wenn ihr schon mal mit Hyper-V oder VMware zu tun gehabt habt, ähnelt sich das Ganze sehr und ihr werdet euch sehr schnell zurechtfinden mit den Grundoptionen und Eigenschaften. Natürlich muss man sich da ein bisschen eingewöhnen, aber ansonsten finde ich das jetzt überhaupt nicht schwierig. Und wenn das euer erster Hypervisor ist das Ganze auch nicht tragisch. Ihr braucht vielleicht ein paar Tage, bis ihr dann die Eigenschaften findet, die ihr
benötigt und damit hat sich das dann auch, es ist irrsinnig einfach zu verwenden. Da gibt es nichts Großartiges. Es ist keine Raketenwissenschaft. So, die ISO ist hochgeladen, die können wir jetzt fürs Deployen oder Aufsetzen von VMs verwenden. Gut, dann gehe ich jetzt auf Proxmox und sage hier erstelle VM. Gebe einen Namen, Ubuntu Server, System OS. Okay, ISO-Image, das wird jetzt erkannt. Dann verwenden wir das da, vorwärts. Grafikkarte, Standardeinstellungen, Firmware, BIOS, TPM brauchen wir nicht. Brauchen wir bei Windows. Vorwärts, Disks. Jetzt kann ich sagen, wie groß die Festplatte dieser VM sein soll. Ich lasse es mal auf 32 GB, aber ihr könnt natürlich hier definieren, je nachdem, was ihr benötigt. Später kann man die dann auch erweitern. Das ist jetzt auch nicht das Thema. Vorwärts jetzt CPUs und Kerne. Ich lasse mal auf Default. Vorwärts Speicher, Arbeitsspeicher. Ich gebe ihm mal 4 GB. So, Netzwerk lasse ich mal alles auf Default. VLAN verwenden wir nicht. Netzwerk ist Default. Man kann da auch ändern, falls man halt irgendwelche Kompatibilitätsprobleme hat mit seiner Netzwerkkarte, kann man hier auf Intel E1000 zum Beispiel ändern. Ich kann mich so fern entsinnen, dass es da mal Treiberprobleme gab. Ob die behoben sind, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich im Moment in meiner Umgebung keine Probleme, aber ich glaube, ich musste mal auf E1000 ändern. Da gab es mal was. Vorwärts. Jetzt haben wir dann noch die ganze Geschichte einmal in der Übersicht, was wir da definiert haben. Und ich kann da sagen, nach Erstellen, Starten und Abschließen. Jetzt wird die VM hier schön erstellt. Gehen wir mal auf die Konsole. So, Install Ubuntu Server. So, die Installation von einem Ubuntu Server oder Betriebssystem generell ist wie gehabt, wie bei jedem physischen Server oder Client, wenn ihr schon mal Windows oder Linux installiert habt. Da gibt es jetzt keinen Unterschied, nur weil ihr einen Hypervisor verwendet. Also diesen Vorgang brauche ich euch nicht zeigen. Wir brauchen halt nur eine VM für die nächsten Schritte, die ich euch gerne zeigen würde, und das ist nämlich Backup. Also werde ich den Schritt der Installation überspringen, bis die Installation fertig ist, damit wir hier nicht warten. Und ich melde mich dann jetzt gleich. So, Freunde, die Installation von unserer ersten VM auf Proxmox ist erledigt. Ihr seht die Anmeldemaske von unserem Ubuntu-Server. Ich kann mich da jetzt anmelden und kann tun, was ich tun will. Die VM ist fertig. Was heißt das für uns jetzt? Es gibt einige Funktionen, die ich euch noch zeigen will in Proxmox. Da wir jetzt die VM haben, möchte ich euch die Funktion Snapshots zeigen. Die ist relativ interessant. Sagen wir mal, ihr müsst ein größeres Update einspielen von eurer Software oder ihr möchtet auf die neue Major-Version von Ubuntu gehen und wisst nicht, ob etwas flöten gehen wird dabei, oder generell Updates einspielen, kann manchmal risikobezogen sein. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eine Momentaufnahme, einen Snapshot von eurer VM zu machen, bevor ihr das durchführt. Und sollte etwas schief gehen, könnt ihr dann immer wieder zurückrudern auf die ursprüngliche Version. Und hier haben wir zwei Optionen. Einmal mit Arbeitsspeicher und ohne Arbeitsspeicher. Wenn ihr einen Snapshot ohne Arbeitsspeicher erstellt, heißt das, dass die VM frisch geladen wird, also frisch gebootet wird, wenn der Snapshot wiederhergestellt worden ist. Wenn ihr die Version mit dem Arbeitsspeicher erstellt, ist die Maschine bei der Wiederherstellung eingeschaltet und befindet sich genau dort, wo sie war zum Zeitpunkt der Erstellung vom Snapshot. Also wenn das eine Windows-VM wäre, wenn ihr Snapshot wiederherstellt mit Arbeitsspeicher, werdet ihr dort angemeldet, wären eure Programme offen, genauso wie ihr es gelassen habt, als der Snapshot erstellt wurde. Ist ziemlich mächtig, kostet aber Zeit und Speicher bei der Erstellung vom Snapshot. Deswegen lasse ich das immer weg, wenn es nicht unbedingt sein muss. Jetzt können wir da mal einen Snapshot erstellen. Task OK. Snapshot wurde erstellt. Also ihr seht, das dauert keine 5 Sekunden. Also okay, 6,3 Sekunden, wenn wir genau sein wollen. Gut, jetzt haben wir einen Snapshot, aber ein Snapshot ist kein Backup. Also gilt nicht als Backup, sollte nicht vergessen werden. Und wenn ihr mehrere Snapshots aufeinander habt, kann die Verkettung von diesen Snapshots korrupt werden und im blödesten Fall euren Betriebssystem kaputt machen. Deswegen sollte man immer zusätzliche Backups erstellen. Eure SSD oder M2 oder was auch immer ihr für eine Festplatte habt, wird über kurz oder lang den Geist aufgeben. Und es wäre schade drum, alles von vorne anfangen zu müssen, nur weil ihr kein Backup gehabt habt. Proxmox bietet uns einige Optionen für Backups. Ich empfehle immer, wenn es geht, eine NAS zu verwenden, die mindestens 2 Festplatten hat mit einem RAID 1
oder höher. Ich habe zum Beispiel eine NAS mit 4 Festplatten im Einsatz mit einem RAID 5 Volume, wo alle meine VMs und Container gesichert werden nach einem Zeitplan. Wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen da auf Rechenzentrum, Storage und geben ein neues Storage hinzu. Ich möchte meine NAS verbinden, also gebe ich ein SMP-CIFS Storage. Wenn ihr etwas anderes verwendet, könnt ihr natürlich hier was anderes wählen. Falls ihr noch eine zusätzliche lokale Festplatte habt, könnt ihr die dann auch wählen. Aber ich gebe mal für den Test meine NAS hinzu. So, das wird da jetzt geöffnet. ID, sage ich NAS, einfach einen Namen vergeben. Server ist die IP-Adresse von dieser besagten NAS. Dann muss ich mich mal anmelden und Passwort. Ich hoffe, ich habe es richtig. So, der Share heißt, glaube ich, bei mir Container. Und hier, ganz wichtig, muss man wählen, welchen Intent das hat, also welchen Verwendungszweck. Also wähle ich da Backup und Disk Image hacke ich da weg. Es soll nur für Backups verwendet werden und klicke hier auf Hinzufügen. Passt, hat geklappt. Jetzt habe ich diese NAS als dedizierten Backup-Storage bei mir im Proxmox zugefügt und jetzt kann ich Backups planen. In der Rechenzentrumsübersicht Backup hinzufügen. Jetzt kann ich hier VMs anhakeln oder einfach alle anhakeln lassen, für die ich Sicherung erstellen möchte. Dann kann ich sagen, hier weiß ich nicht, jeden Tag um 21 Uhr, ersten Tag des Jahres, jeden ersten Samstag. Egal welchen Zeitplan ihr wählt, wichtig ist, dass ihr etwas wählt und wichtig ist, dass ihr Backups habt. So, ich sage mal hier einfach jeden Tag um 21 Uhr, ausgewählte VMs. Benachrichtigungen, hier kann man wählen, ob man Benachrichtigungen per E-Mail verschicken will. Dazu muss man halt Sendmail installieren. Vielleicht zeige ich dazu auch eine Anleitung, wie einen Mail-Server konfiguriert. Aufbewahrung, ganz wichtig hier, wie viele Stände ihr aktiv aufbewahren wollt von euren Backups. Je nachdem, wie viel Speicher ihr zur Verfügung habt, könnt ihr hier mehr oder weniger wählen. Ich empfehle zumindest 7 Stände aufzubewahren und dann könnt ihr auch schon auf Erstellen klicken. Und schon haben wir einen Backup-Plan erstellt, der unsere VMs jeden Tag, glaube ich, jetzt um 21 Uhr sichert. Genau. Ihr könnt da hier natürlich mit den Einstellungen spielen und das noch optimieren, je nachdem, welche Bedürfnisse ihr habt. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ihr überhaupt Backup habt, weil im blödesten Fall steht ihr ohne eure Daten da und müsst von vorne anfangen. Also Backup nicht überspringen und irgendwohin sichern, wo es Redundanzen gibt. Oder an mehrere Standorte sichern, falls ihr keine Redundanzen habt. Ihr könnt 2 externe Festplatten anschließen und auf beide sichern lassen, zum Beispiel. Oder wenn ihr eine NAS habt, idealerweise dorthin sichern. So, das Gute an Proxmox ist, dass ihr auch Container ganz einfach aufsetzen könnt. Container sind anders als virtuelle Maschinen keine vollwertige Systeme, sondern teilen sich den Kernel von dem Grundsystem, aber haben ihre eigenen Abhängigkeiten und zum Beispiel Netzwerke und Einstellungen, die isoliert von dem Grundsystem laufen. Und bei Proxmox ist es ganz cool, da gibt es Community Scripts und mit diesen Community Scripts kann man vollwertige Softwarepakete mit einer Kommandozeile installieren und wie das geht, möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu googelt man einfach nach Proxmox Community Scripts. Da diese Scripts sehr mächtig sind und sehr viel Schaden anrichten können, ist es wichtig, dass ihr auf der korrekten Seite landet. Prüft diese Adresse doppelt und dreifach, dass ihr auf der richtigen Seite seid und nicht auf irgendeiner Website landet, die unsicher ist. Da steht da hier auch dediziert nochmal als Banner, wenn ihr euch dort anmeldet, Copycat or Lookalike Website may exist, verify, dass du auf der richtigen Seite bist. Wenn ihr wisst, was ihr installieren wollt, könnt ihr gleich danach suchen. Ansonsten könnt ihr hier euch nach Popular Scripts durchklicken, frische Scripts, die gerade angetroffen sind und so weiter. Für diesen Tutorial kann ich mal Emby installieren. Das ist mein Lieblings-Streaming-Server. Das ist ein Container. Emby, da gibt es viele Variationen, wie ihr das installieren könnt. Ihr könnt das auch vollwertig auf euren Ubuntu-Server installieren. Betreibe ich bei mir auf dedizierter Hardware, weil ich die Hardware-Enkodierung verwende und so weiter. Brauche ein bisschen mehr Rechenleistung, aber es spricht auch nichts dagegen, das einfach so als Container aufzusetzen. Und wenn ihr das installieren wollt, da steht es dann auch gleich da. Run the command below in the Proxmox VA Shell to install Emby Media Server. Ich kann einfach dieses Kommando kopieren. Dann gehe ich in meinen Proxmox Server, öffne hier die Shell
Und dann bin ich auch gleich angemeldet. Füge das Kommando ein und drücke Enter. Und das startet mir schon die Installation von Emby als Container. Hier fragt er mich, ob ich meine anonymen Daten teilen will. Möchte ich nicht. Nein, danke. Confirm. Machen wir Default Install. So, das dauert ein bisschen. Ich bin auch in einer Nested VM-Umgebung, das ist ein bisschen langsamer als auf dedizierter Hardware. Also ich betreibe einen Hypervisor als VM. So, die Installation von Emby ist jetzt auch durch. Wir sehen auch die IP-Adresse von dem Emby-Server und die Anmelde-URL. Also ich kann das jetzt im Browser aufmachen. Und wir können dann halt mit dem Wizard weitergehen und Emby zu Ende installieren, wenn ich wollen würde. Jetzt haben wir einen Container und eine VM installiert. Das wären so jetzt die Grundlagen. Jetzt kann ich euch noch zeigen, wie ihr Updates einspielt. Das ist auch ganz einfach. Ihr geht auf den Proxmox Server und klickt auf Aktualisieren. Und er holt sich dann die Updates aus dem kostenlosen Repository und installiert diese. Genau. Dann gibt es da noch die Möglichkeit, zusätzliche Proxmox-Hosts hinzuzufügen und diese dann zu einem Clusterverbund zu erfassen. Wichtig dabei ist, dass der Host, den ihr dann zusätzlich hinzufügt, leer ist und da keine VMs oder Container laufen. Weiterführend habt ihr dann die Möglichkeit einer Replizierung, ihr könnt Firewall-Einstellungen machen, ihr könnt DNS-Einstellungen vornehmen und so weiter und so fort. Es gibt sehr viel, was man damit machen kann, aber ich glaube, die Grundlagen für dieses Tutorial haben wir gut abgedeckt. Ihr wisst jetzt, wie ihr Proxmox installiert, ihr wisst, wie ihr eine VM auf Proxmox deployen könnt, ihr wisst, wie ihr einen Container über die Community-Scripts installieren könnt. Container können natürlich auch anderweitig installiert werden, je nach verwendeter Software. Da haben die verschiedenen Softwarehersteller ihre eigenen Anleitungen, wie das deployed wird. Aber so rundherum haben wir jetzt die Basis geschaffen für zukünftige Anleitungen und im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie ihr euch vor Werbung und Werbetrecker schützen könnt in eurem Netzwerk. Da werden wir eine Anleitung erstellen in den nächsten Tagen. Aber soweit haben wir es für das heutige Tutorial. Ich hoffe, der Ton war in Ordnung. Am Anfang war mein Mikrofon nicht richtig an, da ist der Ton ein bisschen schlechter gewesen. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls du Anregungen oder Kommentare hast, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar schreiben würdest. Ansonsten lass bitte ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, ein Dislike, wenn es dir nicht gefallen hat, und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Ahmed für Arnatex.